Stell dir vor, du greifst jeden Morgen nach einer Flasche, die du seit Jahren benutzt, die du für unbedenklich schlatzt, die du sogar deinen Kindern ins Haar riebst und niemand hat dir je gesagt, was wirklich drin steckt. Kein Arzt, kein Hersteller, kein Supermarkt. Du wirst aus dem Etikett, dem Duft, Wille, dem Preis, aber was, wenn Gino das der Fehler ist? Was, wenn der Charme, der täglich den Kopfort hat, Stoff enthält, die in labyrinthische Changen es just bedenklich Ergebnis liefern. Willkommen in der Realität des modernen Shampoo-Markts und willkommen zu einem Video, das will Hersteller lieber nicht sagen, würden. Shampoo war einmal etwas Einfaches. Seif, Wasser, Violet in pflanzlicher Extrakt. In den Frau Herrn Joseten des 20. Jahrhunderts wasch man sich daher mit natürlichen Zutaten und das funktioniert. Dann kam die Chemieindustrie. Dann kämen die Konzerne. Und plötzlich wird aus einem simplen Reinigungsprodukt ein Komplexmixter aus synthetischen Tensiden, Duftstoffen, Konservierungsmitteln, Silikonen und Stoffen, deren Namen selbst Chemiker zueinmal lesen müssen. Gleichzeitig explodierten die Marketingbudgets. Die Versprechen wurden größer, die Wahrheit auf dem Etikett kleiner. In diesem Video schauen wir uns Shampoo Marken, Gino an die B-Labortists, Verbrucherschutzantische Changen oder wissenschaftlichen Analysen im Jahr 2026 negativ aufgefallen sind. Wir erklären dir, warum bestimmt Inhaltsstoffe problematisch sind, wo Studien wirklich sagen und vor allem wie erkennst du beim Einkaufen ein ehrliches, hochwertiges Produkt. Blieb bis zum Ende, denn im Schluss erfährst du, welche einfachen Regeln dich schützen und welche Alternativen wirklich halten, was sie versprechen. Beginnen wir mit einer Marke. Die vor allem durch aggressive Werbung bekannt geworden ist und dabei den Eindruck vermittelt, besonders schonend und nett religiös zu sein. Die Rede ist von Pantene Pro V, einem der meistverkauften Shampoos weltweit, vertrieben vom Konzern Procter & Gamble. Das Produkt bewirbt sich mit Begriffen White Satinak, Alans und geflecktes Haar, dort was in den Flaschen steckt, also halt ein in der Geschichte. Mit der aber engaged Laboranalysen haben gesagt, dass bestimmt Varianten von Pantene synthetische Duftstoff enthalten, die als potenziell allergen ingestofft sind. Die europäische Chemikalienagente ECJ listet mit diese Verbindungen als sensibilisierend ein, was bedeutet, dass sie bei Regionmams eigene Anwendung Hochreaktionen auslösen können. Besonders kritisch ist, dass bei Produkten, die täglich und auf einer empfindlichen Verfleischung der Kopfhaut eingesetzt werden. Procter & Gamble hat bislang kein Wohlst in die Offenlegung aller Inhaltsstoffe, inklusive ihrer Konzentrationen, vorgenommen, ein Standard, den Experten seit Jahren fordern. Weiter geht es mit einer Marke, auf die sich besonders stark an Konsumentinnen richtet und den sozialen Medien omnipräsent ist, Elve von L'Oreal. L'Oreal ist entgegend ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 40 Milliarden Euro. Dort große Schied ist nicht vor Kritik. Verbraucherschützer in Frankreich und Deutschland haben in den vergangenen Jahren wiederholt auf die Verwendung von Silikonen in Produkten hingewiesen, insbesondere der Methikon und herrliche Verbindungen. Die Silikon legen sich wie ein Film, das Haar, siegen kurzfristig einen Scheich oder einen Glanzeffekt, verhindern aber langfristig, dass für Ticket in die Haarstruktur eindringen kann. Das Haar wirkt besser, ist es aber nicht. Es ist eine kosmetische Illusion. Hinzu kommt, dass Silikon biologisch kaum abbaubar sind und in Kelalranligen nicht vollständig herausgefiltert wurden mit entsprechenden Folgen für aquatisch Ökosystem. L'Oreal selbst hat zwar nach Tickets Versprechen gemacht, in vielen Können-Produkten der Welt.
linear und diesen Verben Dungeon festgehalten. Kommen wir zur dritten Mark auf unserer Liste. Head and Shoulders, das wohl bekannteste Anti-Shampoo der Welt. Procter & Gamble bewirbt es als klinisch getestet, als dermatologisch empfohlen, als Juwel Seig Elsang für Schappen. Dort was viel nicht wissen. Der Wirkstoff Simpyrithian, der jahrzehntelang das höchst CK von Head and Shoulders war, wird von der Europäischen Union im Jahr 2022 als nicht mehr zugelassen für kosmetisch Produkt ingestafft, aufgrund von Bedenken hinsichtlich seiner Reproduktionstoxizität. Die EU hat Zinkpyrithian aus der Liste eloter Konservierungsstoff in Kosmetika gestrichen. Was hat Procter & Gamble gemacht? Das Unternehmen hat die formell für den europäischen Markt angepasst, aber Verbräuche außerhalb Europas verwenden, mit zwei Versionen mit dem Ausbrenn englischen Wirkstoff. Und selbst die new Formel enthalten Ersatzstoff, deren Langzeitwirkungen noch nicht abschließt und verschott sind. Da wird merkwürdig besondere Aufmerksamkeit, weil sie besonders geschickt mit dem Begriff natürlich spielt. Herbal Essences, ebenfalls von Procter & Gamble, suggeriert durch seinen Namen und seine Verpackung, man holt ein Produkt in nennen, das irgendwie aus der Natur kommt. Die Pflanzenbilder, sanfte Farben, botanische Versprichen. Doch Stiftung Warentest und eigentlich Europäische Verbraucherschutzorganisationen haben mehrfach festgestellt, dass ein großer Teil der Inhaltsstoffe synthetischen Ursprungs ist an der Anteil echter Pflanzen aus, die in den Produkten verschwindend gering ist. Was besonders beunruhigt, bestimmte Herbal Essences Varianten enthalten Paraben, Konservierungsmittel, die in der wissenschaftlichen Diskussion als Endokrin-Disruptoren gehandelt werden. Das bedeutet, Seigerten in den Hormonhaushalt des menschlichen Körpers ingreifen. Einige Studien, darunter Untersuchungen des Dänischen Umweltministeriums, haben Paraben in Zusammenhang mit Störungen des Hormonsystems gebracht. Procter & Gamble bestreitet dies und verweist auf regulatorisch konform Konzentrationen, doch wird die gleichen Kontakt mit mehreren Paraben-haltigen Produkten hat, akkumuliert dies Wabendungen im Körper. Jetzt ist ein guter Moment, Kurs innehalten. Wenn dich das, was du bisher gehört hast, interessat, dann schick dieses Video jemandem, dem du vertraust. Einer Freundin, einem Familienmitglied, jemandem, der täglich Shampoo benutzt und neu hinterfragt hat, was darin steckt. Manchmal beginnt Veränderung damit, dass man einfach ein Information teilt. Weiter zur vernünftigen Marke Schwarzkopf-Gliss, ein Premium-Produkt aus dem Henkel-Konzern, das besonders für seine angeblich Reparaturwirkung bekannt ist. Die Versprechen sind groß Keratin, Technology, Reconstruction, klinisch bestes Ergebnis. Was die Werbung verschweigt, mehr an abendegeiges Labor haben in Produkten der Gliss-Linie Formaldehyde, abspalte Natchuisen, Konservierungsstoff wie deinem, Heidentoin oder Imidazolidonylurea, die im Lauf der Zeit gering Menschen Formaldehyde versetzen Jahren an. Formaldehyde ist von der Weltgesundheitsorganisation als Karsinogen ingestafft. Die Menschen in einzelnen Kosmetikprodukten gen für sich genommen als gering gelten, doch wenn man bedenkt, dass viele Menschen täglich mehrere solcher Produkte verwenden, sammelt sich die Gesamtbelastung. Das Europäische Parlament hat 2023 strenger Grenzwert für Formaldehyde, Abspalte in Kosmetika gefordert. Henkel hat auf entsprechend Medienanfragen lediglich erklärt, man hält sich an all geltenden Vorschriften. Das ist keine Antwort. Das ist ein Ausweichung. Mark Nummer 6 hat uns in einstellbar an der Preisklasse TADSME ein Produkt, das in Supermärkten als GU Insastage Salon alternativ vermarktet wird und von Unilever vertrieben wird.
Im Jahr 2021 Word TSMA in den USA mit einem massiven EU-Kraft konfrontiert, nachdem Labortests ergaben, dass bestimmte Produkte mit Benzol kontaminiert wären. Benzol ist ein bekanntes Karzinogen. Der US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA dokumente des Fund an der Hersteller must Millionen von Flaschen so gekrufen. Unilever hat erklärt, man habe das Problem behoben. Doch die Frage, die bleibt, ist folgende: wie lange wären diese Produkte im Umlauf, bevor jemand die Contamination entdeckt? Und wie viele Konsumenten haben diese Flaschen verwendet, ohne zu wissen? Wahrscheinlich ließ sich nicht so schnell so gewinnen, wie Benzol aus einer Formel entfernt werden kann. 7 auf unserer Liste ist Einmark. Die sich als besonders sanft und verempfindlich Haut nicht positioniert, Dove ebenfalls von Unilever. Dove hat seit Jahrzehnten enos idju hallig erfolgreiches Image aufgebaut, das der Natalichkeit, der Echtheit, der Selbstliebe. Doch hinter der Marketingfassade finden sich in mehreren Dove Shampoos synthetisch Duftstoff in erheblichen Konzentrationen, darunter Verbindungen, die von der wissenschaftlichen Gemeinschaft als potenziell Ausler für Kontaktdermatitis identifiziert wurden. Der Europäische wissenschaftliche Ausschuss für Verbrauchersicherheit, kurz SCCS, hat mehrere dieser Duftstoff in seiner Gelu engsten Überprüfung als Einskritte auf die Ingestduft. Gleichzeitig enthielt Dove in einigen Varianten Sulfat, konkret Sodium-Laurylsulfat. Kurz SLS, das selbst in relativ geringen Konzentrationen bei Regelmems Anwendung die Nat. Schatzbarriere der Kopfhaut bestätigen kann. Dies ist besonders problematisch für Menschen mit Ekzemen, Psoriasis oder anderen Hauterkrankungen. Die Botschaft auf der Flasche sagt sanft: Die Inhaltsliste hält manchmal ein an der Jitsheet. Und dann ist da noch Mark Nummer 8, und dies ist in vielerlei Hinsicht die alarmierendst, weil sie sich explizit an Kinder richtet. Johnsons Baby Shampoo, ein Produkt von Johnson & Johnson, ist weltweit in Millionen von Haushalten mit Essi-Auglingen und Kleinkindern zu finden. Generationen von Eltern haben dieses Produkt benutzt, weil es als sanft und tränenlos beworben wird. Im Jahr 2022 veröffentlichte ein investigative Untersuchung durch das Campaign for Safe Cosmetics sowie Analytische Labor berichtet, dass in bestimmten MD-Rekten, darunter Teilasiens und Lateinamerikas Versionen dieses Produkts 104 Dioxin enthielten. Ein Nebenprodukt, Verunreinigung, die bei bestimmten Herstellungsprozessen entsteht und ebenfalls als mögliches Karzinogen gilt. Johnson & Johnson hat bereits in der Vergangenheit erheblich rechtlich Auseinandersetzungen rund sein Produktsicherheit Jeff hat Milliardenklingen im Zusammenhang mit anderen Produktlinien sein dokumentiert. Die Frage, die bleibt warum gelten für Babyprodukte in verschiedenen Ländern unterschiedliche Standards. Und was tut Kinder, deren Eltern darauf vertrauen, dass ein Produkt namens Baby tatsächlich für Babysicher ist? Jetzt, wo wir uns durch echt problematische Marken gearbeitet haben, wäre es falsch, das Video herzubinden. Denn du kaufst weiterhin Shampoo. Dein Family Arch, also, was kannst du tun? Die erste Regel ist einfach und kostet nichts, leist die Inhaltsliste. Auf jedem Shampoo in Deutschland und der EU muss ein Envolst Nandij NCI List des steht für International Nomenclature of Cosmetic Ingredients abgedruckt sein. Du musst kein Chemiker sein. Du brauchst nur 3 oder 4 Begriffe zu kennen, auf die du achten solltest. SLS und SLS, also Sodium Lauryl Sulfate und Sodium Lauryl Sulfate sind aggressive Tenside, die Kopfhautreizungen verursachen können. Paraben erkennst du in Dungeon Y, Paraben im Namen. Formaldehyde abspalter tragen Namen wie DMDM, Heidentoin oder Quaternium 15.
an synthetisch Duftstoff verstecken sich häufig hinter dem simplen Wort Parfum in Begriff, hinter dem sich handelt verschiedene verbindungen verbergen Chemikalien und das du weight welche Gino. Dies weight Regel, Mistro Begriffen y naturalik, bio, botanisch, oder Saft, auf der Vorderseite der Flasche. Dies Begriff sind in der Kosmetikindustrie weitgehend angeregelt. Ein Produkt mit einem Blatt auf der Verpackung kann trotzdem vollständig synthetisch sein. Lass dich nicht von der Dustatik Türchen Show auf die Euke Seite. Drittregel Keurase ist oft besser. Produkte mit einer überschaubar süßeten List, in der du die meisten Begriff erkennst oder zumindest einen kannst, sind in gut sie chen. 10 bis 15 Inhaltsstoffe sind realistisch für ein gut formuliertes Shampoo. Wir oder mehr Süßheiten sollten dich zumindest nachdenklich machen. Und was sind die Alternativen? Es gibt kleine, aber engage Marken, die transparent über ihr Inhaltsstoff kommunizieren und tatsächlich auf problematische Verbindungen verzichten. Product Welleder, der sieht jacinten auf der Basis biodynamischer Inhaltsstoffe aufarbeitet oder Lavra ein deutsches Naturkosmetikmark mit Ecosert. Zertifizierung. OCHASOP, obwohl im Premium-Segment angesiedelt, gilt als transparent in seiner Formulierungspraxis. Für Menschen mit sehr empfindlicher Kopfhaut oder Interesse an minimalistischen Produkten bieten sich sogar feste Shampoo, Basen, die häufig von synthetisch Tenside, Silikon oder Konservierungsmittel auskommen. Es gibt Optionen. Es braucht nur den Willen, genauer hinzuschauen. Was dieser Shampoo Test 2026 letztlich sagt, ist nichts Überraschendes für diejenigen, die Kosmetikindustrie verfolgen, aber es ist ein deutlicher Weckruf für alle anderen. 8. Marken, die Millionen von Menschen gleich vertrauen, sind durch liberantische Changen, Aukakruf, bei rödlicher Regulierungen oder wissenschaftlich Bedenken in diesem Jahr ins Visier geraten. Das ist kein Verschwörungstheorie. Das sind dokumentierte Fakten, nachlesbar in redlichen Datenbanken, in wissenschaftlichen Fachzeitschriften, in Berichten von Verbrecherschutzorganisationen. Du hast das Recht zu wissen, was du dort gleich in das Haar riebst. Du hast das Recht zu wissen, was deine Kinder benutzen. Und du hast das Recht, von Unternehmen zu verlangen, dass sie nicht hinter dem Wort Parfum verstecken, was sie lieber nicht kommunizieren wollen. Transparenz ist kein Bit. Sie ist eine Forderung. Lies die Labels, informier dich. Und unterstütze Unternehmen die Wahrheit in ihr Flaschen erfüllen, nicht nur das, was gut klingt.